some of that. Gestern haben wir die Sünde von David angeschaut und was das für Konsequenzen hatte. Now I'm not going to go back to that story because of time. Ich werde da nicht nochmal drauf zurückkommen wegen unserer Zeit. I have the privilege of talking about a few other books. Ich habe auch das Vorrecht, über ein paar andere Bücher mit euch zu sprechen. And these are traditionally connected with Solomon. Und diese Bücher sind traditionellerweise immer mit König Salomo verbunden. The Song of Songs or the Song of Solomon. Das hohe Lied. And also Proverbs and Ecclesiastes. Und Sprüche und Prediger. Now, when it comes to the rest of Samuel, the last 4 chapters of 2 Samuel bring the reign of David to a close. In den letzten 4 Kapiteln vom 2. Samuel wird beschrieben das Ende der Regierung von David. So I'm going to leave those 4 chapters until tomorrow. Maybe that will be the last thing we do. Diese 4 Kapitel hebe ich mir bis morgen auf, damit beenden wir dann vielleicht die Woche. But because this week is on the United Kingdom, Aber weil diese Woche hier über das Vereinte Königreich geht, I want to just say a few things about the reign of Solomon. möchte ich einfach ein paar Dinge auch über Salomo sagen und seine Regierungszeit. Because it was with Solomon, or because of Solomon, that the seeds of division entered into the nation and ended up with a split with 2 nations. Weil es lässt sich auf Salomo zurückführen, wo die Saat gesät wurde, dass das Reich dann zerbrochen ist in 2 Teile. And I understand you read Kings and Song of Solomon yesterday. Ihr habt gestern First Kings. 1. Könige und das Hohe Lied gelesen, ja? Well, that sets you up perfectly for today. Also das war die perfekte Vorbereitung für heute. We're going to look at a part of First Kings, and then we're going to look at the song. Wir gucken uns 1. Könige an und dann Song of Songs, oder Yes. das Hohe Lied, genau. The song of all songs. Das Lied aller Lieder. So when you come to First Kings, the way Kings is presented is the first 2 chapters are how Solomon became king. Wie 1. Könige strukturiert ist, die ersten 2 Kapitel, da geht es darum, wie Salomo König wurde. And the end of chapter 2 finishes with, so the kingdom was established in the hand of Solomon. Und am Ende von Kapitel 2 lesen wir, dass das Königreich gefestigt war in der Hand Salomos. Now the transition from David to Solomon was not smooth. Der Übergang From David to Solomon was not von smooth. David auf Salomo, das ist nicht sehr glatt gelaufen. And we read at the beginning of Kings that David was old and advanced in years. Am Anfang von Könige lesen wir, dass David alt war. And we have what might be to us a rather strange, interesting comment about a young woman called Abishag. Und da ist eine merkwürdige Geschichte über eine junge Frau, die heißt Abishag. David was cold because I guess he was old and cold. König David dem war immer kalt, vielleicht wegen seines hohen Alters und schlechter Durchblutung oder was weiß ich. So there's this beautiful young girl that they found, and she was his electric blanket. Ja. Und dann haben sie besucht und eine junge, hübsche Frau gefunden und die war sowas wie seine Heizdecke oder Warmwasserflasche. It kept him warm. Hat ihn warm gehalten. But then we go straight to read about Adonijah. Und dann geht es sofort los mit Adonia. Now, Adonijah was in fact the oldest living son of King David. Adonia war der älteste, der erstgeborene Sohn, der noch am Leben war von König David. And therefore he felt he had a right to be king as the oldest son.
Und deshalb hatte er den Eindruck, ich habe ein Recht, König zu werden. Ich bin schließlich der älteste Sohn. His problem was his father wouldn't die, he kept living. Sein Problem war einfach, dass sein Vater einfach nicht gestorben ist. Er hat weitergelebt und weitergelebt. So he came up with a scheme whereby he would pronounce himself king. Und er hat sich dann einen Plan ausgedacht, dass er sich selber zum König deklariert. And it was obviously underhand way, it wasn't open and above all. Und das lief so hinter den Kulissen ab und nicht öffentlich. He talked to Joab, who, remember, commanded the army. Er hat mit Joab geredet, ihr erinnert euch, dem obersten Heerführer. And he talked with Abiathar, who was one of the high priests. Und er hat auch mit Abiathar, einer der hohen Priester, geredet. And he was able to get these two really important people on his side. Und er hat es geschafft, diese zwei sehr wichtigen Personen auf seine Seite zu ziehen. And so he then invited all of his brothers Und dann hat er alle seine Brüder eingeladen to one of the sacred places so that he would be pronounced king. An einen der heiligen Orte, und dort wollte er sich dann zum König ernennen lassen. But we read in verse 10, Aber in Vers 10 steht, he did not invite Nathan the prophet, er hat nicht Nathan, den Propheten, eingeladen, or Benaniah, who was head of the household guards, the David's bodyguard, und auch nicht Benaja, der quasi wie die Leibwache war von David. or his brother Solomon. Und auch seinen Bruder Salomo hat er nicht eingeladen. And above all, he didn't tell his father. Und er hat auch seinem Vater nichts davon gesagt. So you can see that what was developing here was not a legitimate crowning, but a coup. Und so merkt man schon, was hier vorbereitet worden ist, war nicht eine offizielle Krönung, sondern eigentlich ein Coup, eine Machtergreifung. Now the fact that Solomon wasn't invited shows that he actually knew that Solomon was his father's choice for king. Und daran, dass Salomo nicht eingeladen war, kann man erkennen, dass Salomo wahrscheinlich der war, den David sich ausgesucht hat als Nachfolger. And so they went off to Zolaleth and did the crowning thing. Also dann sind sie an diesen Ort gegangen und haben da die Krönung vorgenommen. And everybody was excited. Yay, long live the king. Und alle haben sich gefreut und gesagt, lange lebe der König. But Nathan the prophet, he went to Solomon's mother Bathsheba. Und Nathan, der Prophet, ist dann zu Bathseba gegangen, der Mutter von Salomo, And said basically, you're in trouble. und hat ihr gesteckt, hey, du bist wirklich in Gefahr hier. Adonijah has claimed himself king, and what it means is he's going to kill you, he's going to kill your son. Er hat ihr gesagt, Adonia hat sich zum König gekrönt und das wird bedeuten, dass er dich und deinen Sohn Salomo umbringen wird. So they both went to David and said, this is what's happening, you said Solomon's king. Und dann sind sie gemeinsam zu David reingegangen und haben gesagt, hier, das passiert momentan, aber du hattest doch gesagt, dass Salomo König werden soll. And so David said, okay, and he got his bodyguard, Benaniah, he got Zadok, the other high priest, and they crowned Solomon king. Und David hat gesagt, okay, und dann haben sie Benaja von der Leibwache geholt und den Priester Zadok, und dann haben die Salomo zum König gekrönt. And apparently there was this massive festival in Jerusalem, and the noise got so loud. Und da war dann ein großes Fest in Jerusalem und der Krach davon war so laut. All the people at this other place heard the noise, and the question was, what's going on in Jerusalem? So sehr, dass die bei Adonia waren, sogar das gehört haben und sich gewundert, ups, was ist denn in Jerusalem los? And as soon as they heard Solomon had been made king, all of the guests at this other place knew they were in trouble.
Und als dann die Nachricht ankam, Salomo ist zum König gekrönt worden, wussten alle Gäste bei der anderen Krönung von Adonia, ups, wir haben hier ein Problem. And they all disappeared and Und left sie haben sich alle verdrückt Adonijah. und haben Adonia allein gelassen. And he knew that he was in trouble. Und Adonia wusste auch, dass er ein Problem hatte jetzt. And so Joab and Abiathar the priest. Und gleich dasselbe galt für Abiathar und Joab. And so, just to bring these first chapters to a close quickly, Und um diese 2 Kapitel abzuschließen, Solomon, as king, David gave him the responsibility of dealing with all of these different situations. und kaum sitzt Salomo auf dem Thron, gibt David ihm die Möglichkeit oder überträgt ihm die Verantwortung, mit all diesen Problemen umzugehen. Joab finally was brought to justice for the way he had killed the 2 army commanders unjustly. Joab ist schließlich, hat die gerechte Strafe ereilt dafür, dass er die 2 anderen Heerführer ermordet hat. That was Abiathar, Saul's commander, and Amasa, who was the commander of Absalom's army. Those were the ones he He killed. killed, yes. Er hat doch da He murdered those people. ja, die 2 anderen Heerführer ermordet. Abiathar. It was Amasa and Amsa und Abner. Ja, Abner. And but for these others, he was really very merciful. Aber den anderen gegenüber zeigte sich Salomo sehr gnädig. Abiathar, he simply retired him, and he had to no longer be high priest, but he just lived in his town and carried on with his life. Den Hohenpriester Abiathar hat er einfach in den Ruhestand versetzt. Also er war nicht mehr hoher Priester, sondern lebte einfach in seinem Heimatort. And Adonijah, he said to him, all the time that I see you're a good person, then you're free just to carry on with your life. Und zu Adonia, seinem älteren Bruder, hat Salomo gesagt, solange ich sehe, dass du ein guter Mann bist und dich gut benimmst, hast du völlige Freiheit, tue ich dem überhaupt nichts. But it was this young woman, Abishag, that got him into trouble. Aber was Adonia dann letztendlich zu Fall gebracht hat, war diese junge Frau Abishag. Because Adonijah wanted to marry this woman, and he went to Solomon's mother, Bathsheba, and said, would you ask your son for permission to marry this woman? So Adonia wollte diese Frau gerne heiraten, und er ist dann zu Bathseba gegangen und hat sie gefragt, kannst du bitte mit deinem Sohn reden, dass ich Abishag heiraten kann? Now, what that told Solomon was that Adonijah had not given up his right to be king. Und wie Salomo das interpretiert hat, war, oder was er erkannt hat, ist, dass Adonia immer noch nicht seine Ambitionen auf den Thron aufgegeben hatte. And so he was executed. Und das hat Adonia das Leben gekostet. There are 2 other things that David wanted Solomon to deal with. Und 2 andere Sachen hat David auf Salomo übertragen, die er erledigen musste. One was a person by the name of Shemiel. Shimei, glaube ich auf Deutsch. Da gab es eine Person, die hieß Shimei. And the other was Barzillai. Und der andere war Barzillai, glaube ich. Wenn die deutschen Namen stimmen. These 2 were involved when David fled Jerusalem when Absalom had his coup. Diese 2 Personen waren darin verwickelt gewesen, als David fliehen musste, als Absalom versucht hat, die Macht zu ergreifen. Shemiel, he was the one who was further up the hill as they were leaving, cursing David.
Shimi war der vom Hügel runter, als David geflohen ist, vom Hügel runter ihn verflucht hat und hinterhergeschrien hat. Barzillai, he was the one who brought donkeys of food and skins of wine and really supported them. Und Barzillai war derjenige, der Esel mit Nahrungsmitteln beladen hat und David wirklich unterstützt hat, auch in seiner Flucht. And Solomon dealt with both of those appropriately. Und Salomo ist mit beiden von denen wirklich auf gerechte Weise umgegangen. Now, one of the reasons I think we even have this is David. It would have been better for David if he had made Solomon king sooner. Es wäre besser gewesen, wenn David Salomo früher zum König gekrönt hätte. When it became clear that he was becoming too aged to do the job well. Nämlich zu einer Zeit, wo es deutlich wurde, dass David eigentlich zu alt war, um wirklich aktiv zu regieren. And but rather than that, he didn't. Aber aus irgendeinem Grund hat er das nicht getan. And it's interesting, over the years I've seen how people may have a ministry and they reach a certain place. Und ich habe das über die Jahre immer wieder beobachtet, wo Leute einen bestimmten Dienst haben und dann zu einer bestimmten Stelle kommen. And it would have been really good if they had then handed that on to someone else rather than kept in it. An der es wirklich gut gewesen wäre, dass sie den Dienst an jemand anders weitergegeben hätten, statt selber weiterzumachen. But for different reasons they haven't, and it's really hurt the work that they're involved in. Und so oft haben die Leute das nicht fertig gebracht, sondern sind weiter selber dran geblieben und das hat wirklich den Dienst dann oft beschädigt oder war nicht gut für das Werk, was sie eigentlich aufgebaut haben. And it's really difficult to hand these things on if their identity is tied up with them, because if we do that we kind of lose ourselves. Und warum fällt das manchen Leuten so schwer, so ihr Lebenswerk abzugeben? Meistens liegt es daran, weil unsere Identität so sehr damit verwickelt ist, dass es sich so anfühlt, wenn ich das abgebe, dann gebe ich wie mein Leben weg. And we think of Joab. The reason he killed these two men was because his ministry, his role was under threat. Warum zum Beispiel hat Joab diese beiden anderen Heerführer ermordet? Und das lag daran, weil er den Eindruck hatte, dass seine Rolle, seine Position gefährdet war. And because he saw these people as a threat, he actually killed them so he could continue in the position that he had. Also weil er diese beiden als Bedrohung für seine Position gesehen hat, hatte sie umgebracht, dass er seinen Platz beibehalten kann. And you see in both of these the importance of holding what God gives us with an open hand, recognizing it's what we do is His, it's not ours. Und an beiden dieser Situationen mit Joab, aber auch mit König David können wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, locker, mit offenen Händen halten und nicht festhalten. The spiritual gifts or the ministries, it's not that God gives us the gift, it is that we are that gift to other people. Zum Beispiel auch mit geistlichen Gaben, die Gott austeilt. Es ist nicht so sehr, dass er uns diese Gabe gibt, sondern dass wir wie die Gabe sind für andere. And of course it's the Holy Spirit that gives as He will. Und der Heilige Geist gibt so, wie er gerne möchte. And the high priest, he used the spiritual authority he had, but he used it in a very underhand and just a wrong way. Und auch der Hohepriester Abiathar hat die geistliche Autorität, die ihm anvertraut war, benutzt, aber auf wirklich schlechte Art und Weise und hat sie eigentlich missbraucht. Und, ja.
That's a tragedy. We of course have to be really careful about that. Und das ist eine echte Tragödie und da müssen wir auch ganz doll aufpassen, dass wir sowas nicht machen. Now, just again to look at the kingdom that David passed on to Solomon. Nochmal eine Karte vom Königreich, das David an Salomo weitergegeben hat. From the brook of Egypt to the river. Vom Bach Ägyptens bis zum Fluss Euphrat. And as we look at these early chapters, we see that Solomon began really well. Und wie wir in diesen ersten 2 Kapiteln sehen, Salomo hat eigentlich einen fantastischen Start. He began as a humble leader. Er fing an als ein Leiter, der demütig war. We read in chapter 3, verse 3, that Solomon loved the Lord. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 3, dass Salomo den Herrn lieb gehabt hat. And there are 2 occasions that he had a radical encounter with God. Und zu 2 Zeiten hatte er eine radikale Begegnung mit Gott. The first is in chapter 3. Das erste ist in Kapitel 3. He was at one of the high places and was offering sacrifice. Er hat auf einer der Höhen ein Opfer dargebracht. And we read in verse 5 of chapter 3 that the Lord appeared to him. Und in Kapitel 3, Vers 5 lesen wir, dass der Herr ihm im Traum erschienen ist. And in a dream, God said, basically, Solomon, I'll give you whatever you want. Und in dem Traum sagt Gott ihm, Salomo, du kannst haben, was du willst, wünsch dir was. I'll give you whatever you want. Ich gebe dir, was du möchtest. Gracious, I wonder how we would respond to that. Hast du dir schon mal überlegt, wie du reagiert hättest auf so ein Angebot? That's a real high level of trust for that kind of thing. Da ist ein hohes Maß an Vertrauensvorschuss, das Gott da gibt. And you can see Solomon, how his response was, I need wisdom so I can do the job I have really well, because I'm just a young leader. Und Salomos Antwort oder Reaktion war, ich brauche Weisheit, um meinen Job gut machen zu können, weil ich nur ein junger Mann bin. Now, and then God granted that request. Und Gott hat ihm das geschenkt. And the way the author of Kings has put his material together, und so wie der Autor vom Buch Könige sein Material zusammengestellt hat, at the beginning of chapter 3 he requests wisdom. Am Anfang von Kapitel 3 bittet Salomo um Weisheit. At the end of chapter 3 we have a very practical, concrete example of how that wisdom worked out in the justice Und am system. Ende dieses Kapitels gibt es ein ganz praktisches Beispiel, wie diese Weisheit sich im Alltag ausgewirkt hat. Where you have these 2 prostitutes and 2 babies, one dies. Wo wir diese beiden Prostituierten haben, wo eins ihrer Babys stirbt. And they didn't have the availability of DNA tests in those days. Damals, you need to know that. Damals konnte man noch keine Vaterschaftstests oder DNA-Tests machen. And so he came up with this idea and he was able to come to the right conclusion. Und da hatte Salomo einfach diese Idee und konnte dadurch eine gerechte und richtige Entscheidung fällen. We read when the temple was dedicated, wir lesen auch, als der Tempel eingeweiht wurde, that the glory of the Lord filled the temple. dass die Herrlichkeit des Herrn den Tempel erfüllt hat. And 2 Chronicles tells us also that fire fell from heaven and burned up the burnt offering. Und in der 2. Chronik lesen wir sogar, dass Feuer vom Himmel fiel und das Opfer auf dem Altar verbrannt hat. And I think the favourite part of Kings for me is chapter 8 of 1 Kings, where you get Solomon's prayer of dedication. Und eins meiner Lieblingskapitel in 1. Könige ist Kapitel 8, wo Salomo ein Gebet betet zur Einweihung des Tempels. And during that time, God appeared a second time to Solomon. Und während dieser Zeit ist Gott Salomo zum 2. Mal erschienen. So this young man was really set up well for
success in what God had given him to do. Also dieser junge Mann war wirklich auf der richtigen Schiene zu großem Erfolg, den Gott ihm mitgegeben hat. Now, just a brief survey of what we have in these chapters through to chapter 11. Kurzer Überblick jetzt noch bis Kapitel 11. We're told different things about what happened and the way Solomon did things. Es werden uns verschiedene Sachen erzählt, die passiert sind und wie Salomo Dinge angepackt hat. His foreign policy included marriage alliances. Seine Außenpolitik schloss auch Bündnisse durch Heirat ein. We read in chapter 3 that he married the daughter of the king of Egypt. Kapitel 3 sagt uns, dass Salomo sich mit dem König Ägyptens verschwägert hat, indem er seine Tochter geheiratet hat. And this is very common. Und das Was war very üblich common. damals. And that is, two kings would seal a peace treaty with a marriage between them. Dass zwei Könige ihre Reiche da wie einen Friedensvertrag schließen, in dem gegenseitig geheiratet wird. And the idea is you really wouldn't want to go and fight your son-in-law or your father-in-law. Und die Idee dahinter war, dass man wahrscheinlich nicht so gerne anfängt, in den Krieg zu ziehen gegen den eigenen Schwiegersohn oder die eigene Schwiegertochter. And then children would have relations in both nations. Und die Kinder hatten Beziehungen in beiden Nationen. And it seems he not only had an alliance with Pharaoh, but also other nations, as he married a lot of princesses. Und es sah so aus, als ob er nicht nur eine Allianz mit dem Pharao dadurch eingegangen ist, sondern auch dadurch, dass er andere Prinzessinnen geheiratet hat, auch in anderen Ländern. Now, to defend his kingdom, he had a pretty awesome army. Um sein Königreich zu verteidigen, hatte er eine wirklich beeindruckende Armee aufgebaut. Both a chariot army and a cavalry. Einmal Kampfwagen und auch berittene Soldaten. And he built around his kingdom a number of very highly fortified cities, and they also were chariot cities, stables for his army. Und er hat eine ganze Reihe befestigter Städte gebaut in seinem Reich, wo diese Streitwagen und die Pferde stationiert waren. Here is a picture of a archaeological dig at Megiddo, the stables there. Zum Beispiel in Megiddo hat man die Fundamente von einem dieser Ställe ausgegraben aus der Zeit von Salomo. This is a guess at what they look like. Und das ist, wie ein Künstler sich vorstellt, dass sie ausgesehen haben. Now, even as David was a warrior, Und so wie David ein Krieger war, Solomon was a businessman. Salomo war mehr ein Geschäftsmann. And he had 4 particular business interests. Er hatte 4 verschiedene Geschäftsinteressen. And all of them are ways that even today people make an awful lot of money. Und das sind Geschäftsmöglichkeiten, mit denen man auch heute noch sehr viel Geld verdienen kann. The Phoenicians of Tyre and Sidon, they were very famous for their seafaring capabilities. Die Phönizier aus Sidon und Tyrus waren berühmt für ihre Schifffahrt. And he partnered with them so that they provided the expertise of seafaring. Und er hat sich zusammengetan mit ihnen und eine Partnerschaft gemacht. Die Phönizier haben ihre Fähigkeiten mit der Seefahrt zur Verfügung gestellt. And he had a fleet of ships built in the very south of his kingdom. Und er hat eine ganze Flotte von Schiffen sich bauen lassen im Süden seines Reichs. And I'm looking for my pointy stick because I feel more whole with my pointy stick. Ich schaue gerade nach meinem Zeigestab, ohne den fühle ich mich. I'll have to use this one.
you'll notice that there's the Red Sea, well, just part of his empire. Wie ihr wisst, ganz unten im Süden, an der Südspitze seines Reiches war das Rote Meer. And so he had a fleet of ships built there. Und hatte eine Flotte von Schiffen dort unten. And these ships would go trading, and it was a 3-year